Hallo und willkommen. Wir sind Johann Müller und Markus Schneider, eure Online-Mechaniker. Heute erfahrt ihr alles, was ihr über diesen Fehler wissen müsst. Symptome, Ursachen und Lösungen. Für alle Details und weitere Tipps schaut auf unserer Webseite vorbei. Wir starten direkt. Stell dir vor, du bist mit deinem Auto unterwegs und bemerkst, dass der Motor schneller warm wird als gewohnt oder die Kühlmitteltemperatur einfach nicht richtig ansteigt. Diese Fehlfunktion gehört zum Bereich der Motortemperatursteuerung und tritt meist bei Fahrzeugen auf, die mit moderner Onboard-Diagnose ausgestattet sind. Es zeigt sich durch eine Warnleuchte oder durch ein leicht verändertes Fahrverhalten, etwa wenn der Motor nicht seine optimale Betriebstemperatur erreicht, was den Kraftstoffverbrauch erhöhen kann oder das Aufwärmen des Motors länger dauert. Das Fahrgefühl ist oft unauffällig, aber das Fahrzeug läuft dadurch nicht so effizient wie möglich. Wenn diese Störung angezeigt wird, birgt sie oft Hinweise auf ein Problem, das genau jetzt genauer untersucht werden möchte. Diese Fehlfunktion tritt oft auf, wenn das Kühlmittelthermostat nicht richtig öffnet. Das klingt simpel, aber oft liegt es daran, dass das Thermostat zu früh oder zu spät ansprichst. Manchmal ist nicht das Bauteil selbst schuld, sondern nur ein bisschen Luft im Kühlsystem, die die Temperaturmessung verfälscht. Auch ein defekter Kühlmitteltemperatursensor kann diese Störung verursachen, ohne dass man sofort darauf kommt. Überraschend ist, dass manchmal die Ursache einfach ein zu niedriger Kühlmittelstand ist, der das gesamte System durcheinander bringt. Selbst wenn der Motor warm läuft, kann ein schlecht eingestelltes Thermostat die Elektronik täuschen und dieses Problem hervorrufen. In seltenen Fällen ist die Steuerungselektronik im Motorsteuergerät nicht auf dem neuesten Stand und interpretiert die Temperatur falsch. Meistens ist die Lösung unkompliziert, aber die Ursache für diese Fehlfunktion lässt sich daher oft nicht sofort vermuten. Wenn diese Störung ignoriert wird, bleibt das Fahrzeug eventuell etwas länger auf Betriebstemperatur als üblich. Dadurch steigt der Kraftstoffverbrauch leicht an, was auf Dauer zu höheren Kosten führt. Zudem kann es sein, dass der Motor nicht optimal arbeitet und die Emissionen steigen. Dies belastet die Umwelt und könnte bei einer Prüfung für Schwierigkeiten sorgen. Bleibt dieses Problem weiterhin unbeachtet, riskieren Sie ernste Motorschäden durch Überhitzung oder unzureichende Kühlung. Im schlimmsten Fall kann das zu einem Ausfall des Motors und teuren Reparaturen führen. Dieser Fehler tritt auf, wenn die Kühlmitteltemperatur nicht schnell genug steigt. Der Mechaniker verbindet das Diagnosegerät mit der OBD2-Schnittstelle des Fahrzeugs. Er liest die gespeicherten Fehlercodes aus und erkennt diese Fehlfunktion. Danach beobachtet er die Daten des Kühlmitteltemperatursensors im Ruhezustand und während der Fahrt. Der Sensor sollte nach dem Start des Motors binnen kurzer Zeit eine bestimmte Temperatur erreichen. Bleibt die Temperatur zu niedrig, deutet das auf dieses Problem hin. Anschließend prüft der Mechaniker den Thermostat auf seine Funktion. Ein klemmender oder defekter Thermostat kann die Ursache sein. Die Sichtprüfung auf Kühlmittellecks und das Kontrollieren des Kühlmittelstands ist ein weiterer Schritt. Sind alle mechanischen Teile in Ordnung, überprüft er die Verdrahtung zum Temperatursensor. Fehlerhafte Verbindungen oder Korrosion können eine Fehlfunktion verursachen. Nach Korrektur der gefundenen Ursache löscht er den Fehlercode mit dem Diagnosegerät. Schließlich führt er eine Probefahrt durch, um sicherzustellen, dass der Motor schnell auf Betriebstemperatur kommt und die Fehlfunktion nicht wieder auftritt.
Diese Fehlfunktion tritt oft auf, wenn das Kühlsystem nicht die normale Betriebstemperatur erreicht. Zunächst sollte man prüfen, ob der Kühlmittelstand korrekt ist, denn ein zu niedriger Spiegel kann die Ursache sein. Ein Austausch oder Nachfüllen des Kühlmittels ist einfach und hilft oft schon weiter. Wenn das Problem bleibt, sollte der Thermostat kontrolliert werden, da ein klemmender oder defekter Thermostat den Motor am Aufwärmen hindern kann. Der Austausch des Thermostats ist etwas aufwendiger, aber häufig effektiv. Falls auch das keine Abhilfe schafft, muss das Kühlsystem auf mögliche Luftblasen überprüft werden, da diese den Fluss des Kühlmittels beeinträchtigen können. In schwierigen Fällen empfiehlt es sich, die Wasserpumpe und den Sensor für die Kühlmitteltemperatur zu prüfen, da auch hier Fehler auftreten können. Die aufwendigste, aber oft beständigste Lösung besteht darin, das gesamte Kühlsystem professionell zu spülen und gegebenenfalls defekte Teile auszutauschen. So stellt man sicher, dass diese Störung nachhaltig behoben wird und der Motor wieder optimal arbeitet. Das war's für heute. Denkt immer daran, ein Auto zeigt seine Probleme, bevor sie groß werden. Wer aufmerksam zuhört, kann viel verhindern. Wenn euch unsere Tipps gefallen haben, unterstützt uns mit einem Like und abonniert unseren Kanal, damit ihr keinen Hinweis verpasst. Für tiefere Einblicke zu diesem Fehler besucht unsere Webseite. Dort findet ihr ausführliche Infos zu betroffenen Marken und Modellen, herstellerspezifische Hinweise und nützliche Reparaturanleitungen. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen.